Ja, viele mit Fibromyalgie nehmen schon Omega-3 und merken nichts. Bei mir ist das anders. Ich habe weniger Rückenschmerzen, weniger Fibronebel und mehr Konzentration. Ja, wie kann das sein? Woran liegt das? Aus meiner Sicht oft an schlechten Produkten, an falscher Einnahme oder an einer unpassenden Dosierung. Und das weiß ich aus mehreren Gründen. Ich bin selbst betroffen, ich nutze Omega-3 seit vielen Jahren und ich begleite andere bei der Umsetzung. Und daher weiß ich, woran es oft scheitert. Ich versuche auch immer, die aktuelle Studienlage im Blick zu behalten. Gerade erst habe ich über eine neue Studie aus Oktober 2024 berichtet und die zeigt ganz klar, Omega-3 kann Schmerzen lindern. In diesem Video hier bekommst du meine 3 wichtigsten Tipps zum Omega-3, damit du keine Fehlkäufe machst und die richtige Dosierung findest. Und ich erzähle dir auch noch, worauf es bei der Wahl zwischen Fischöl und Algenöl wirklich ankommt. Bevor ich jetzt mit all dem Ganzen loslege, noch ganz kurz etwas zum Omega-3, falls du gerade neu in das Thema einsteigst. Früher gab es Omega-3 vor allem in Lachs, Hering oder Makrele. Heute sind viele Fische aber mit Schadstoffen belastet und die Zuchtfische, die enthalten oft deutlich weniger Omega-3 als früher. Und deshalb nutzen viele inzwischen hochwertige Fisch- oder Algenöle als Ergänzung. Fischöl stammt, wie der Name sagt, aus fettreichen Meeresfischen und Algenöl dagegen wird aus Mikroalgen gewonnen und ist für viele eine Alternative zum Fischöl. Beide liefern Omega-3-Fettsäuren, aber oft in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und ich gehe ja später auch noch darauf ein, worauf es bei der Frage nach Fisch- oder Algenöl wirklich ankommt. Aber jetzt erstmal mein erster Tipp. Los geht's. Egal, ob du Fisch- oder Algenöl nimmst, bitte achte auf die Qualität. Billige Omega-3-Kapseln aus dem Supermarkt oder der Drogerie, die sehen zwar günstiger aus, aber die enthalten oft nur sehr wenig von den wertvollen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Also genau die Bestandteile, die dein Körper braucht, um zum Beispiel mit Entzündungen klarzukommen. Manche Omega-3-Kapseln sind bereits oxidiert, also schon ranzig, bevor du sie einnimmst. Und viele sind auch nicht richtig deklariert. Du weißt also gar nicht, was du da wirklich bekommst. Ja, und solches Omega-3, das bringt deinem Körper kaum etwas. Und ehrlich gesagt ist das rausgeschmissenes Geld. Ja, klar, das stimmt. Gute Omega-3-Produkte haben ihren Preis. Das ist richtig. Aber dafür bekommst du geprüfte Reinheit, sinnvolle Dosierungen und genau die Fettsäuren, die dein Körper eben auch braucht. Denn die traurige Wahrheit ist, leider, früher ließ sich der Bedarf noch über die Ernährung decken. Und heute muss man sich Gesundheit leider oft leisten können. Das ist eine schwierige Situation, gerade wenn das Budget knapp ist. Aber trotzdem mein Rat, setz lieber auf ein hochwertiges Produkt und starte vielleicht erstmal mit einer kleineren Menge. Hauptsache, es bringt dir was im Gegensatz zu den Supermarkt- und Drogerieprodukten. Und ein gutes Produkt lohnt sich wirklich, weil es deinem Körper endlich das gibt, was er wirklich braucht. Ja, und apropos Menge, das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Dabei bringt es genau den Unterschied. Viele Produkte enthalten so wenig Omega-3, dass du selbst bei täglicher Einnahme kaum auf die wirksame Dosis kommst. Die meisten Menschen brauchen mindestens 2 Gramm EPA und DHA pro Tag und therapeutisch manchmal sogar mehr. Und was da wichtig ist zu verstehen, diese 2 Gramm, also 2000 Milligramm, die beziehen sich auf die Omega-3-Fettsäuren selbst, also auf EPA und DHA, nicht auf die Fischölmenge insgesamt in der Kapsel, wie manche Hersteller das ganz geschickt deklarieren. Da steht da drauf 2 Gramm Fischöl, ne, oder 2 Gramm und es bezieht sich auf das Fischöl und nicht auf die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren. Schau einfach mal auf dein Produkt, wie das da aussieht. Ich empfehle übrigens lieber die Öle statt der Kapseln, denn damit kommt man leichter auf den Tagesbedarf und Kapseln sind meist sowieso teurer und vielleicht eher praktisch für unterwegs oder wenn man auf Reisen ist. Ja, und dann noch eine Sache. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du von Omega-3, ja, ich sag mal so fischig aufstoßen musstest. Dann war das Öl wahrscheinlich schon oxidiert, also nicht mehr frisch. Und oxidierte Fettsäuren, die sind nicht nur wirkungslos, die können dem Körper sogar schaden.
Schreib mir gern mal, wie deine bisherigen Erfahrungen mit Omega-3 waren. Das interessiert mich einfach. Da bin ich schon gespannt, was ihr da berichtet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ein guter Hersteller gibt den sogenannten Totox-Wert an. Der zeigt, wie stark ein Öl bereits oxidiert ist. Und ein niedriger Wert, der steht da eben für Frische und für Qualität. Werte unter 26, die gelten als gesundheitlich unbedenklich, aber je niedriger, umso besser. Die Produkte von Norsan, die ich immer empfehle, die liegen zwischen 2 und 10. Das sind wirklich sehr, sehr gute Werte. Aber Qualität und Dosierung, das ist noch nicht alles. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, die oft übersehen werden. Und genau darum geht es jetzt in meinem zweiten Tipp. Omega-3 ist fettlöslich und deshalb solltest du es immer mit einer fetthaltigen Mahlzeit einnehmen. Wenn du es einfach zwischendurch zum Beispiel mit Wasser einnimmst, dann kann dein Körper es einfach schlechter aufnehmen und du hast weniger Effekt. Und das kann bei manchen auch der Grund sein, warum Omega-3 bisher vielleicht nichts gebracht hat. Nimm deshalb Omega-3 möglichst immer zu einer Hauptmahlzeit ein, nicht einfach zwischendurch. Und wenn du mal eine Einnahme vergessen hast, dann warte lieber auf die nächste Mahlzeit. Und dann noch was Wichtiges: Omega-3 wirkt nicht über Nacht. Gerade wenn du einen Mangel hast, dann brauchst du Wochen, beziehungsweise man kann eher von Monaten sprechen, bis du den Unterschied merkst. Also bleib unbedingt dran bei der Therapie, in ausreichender Menge natürlich und in ausreichender Qualität. Ja, und vielleicht denkst du jetzt, ich nehme doch Leinöl, das ist doch auch Omega-3. Und das stimmt natürlich, aber Leinöl enthält nur ALA, also Alpha-Linolensäure, kein EPA und kein DHA. Aber das sind genau die Omega-3-Fettsäuren, die meist im Mangel sind und die so wichtig sind, um gegen entzündliche Schmerzen, um gegen Konzentrationsprobleme und so weiter zu wirken. Der Körper kann das Omega-3 im Leinöl zwar in EPA und DHA umwandeln, aber nur in einer ganz geringen Menge. Und therapeutisch reicht das nicht aus, um in einen guten Bereich zu kommen. Leinöl ist natürlich trotzdem ein ganz tolles, gesundes Öl. Ich verwende das auch, aber es ist eben kein Ersatz für eine gezielte Omega-3-Therapie. Und ich kaufe mein Lein und auch mein Rapsöl übrigens in einer kleinen Ölmühle, die unter 40 Grad presst. Das ist die Ölmühle Godenstedt. Und das macht für mich jedenfalls einen spürbaren Unterschied. Ich finde, das schmeckt man auch raus. Und den Link dazu findest du in der Beschreibung, auch mit einem kleinen Rabatt. Ja, und nun kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt: Fischöl oder Algenöl? Und dazu nun mein dritter Tipp. Ich möchte dir hier meinen ganz persönlichen Blick auf dieses Thema erläutern. Und ich freue mich, wenn du von deiner Sichtweise in den Kommentaren schreibst. Du siehst es möglicherweise anders. Die meisten von euch entscheiden sich wahrscheinlich intuitiv für Algenöl, denn es ist die bessere Lösung für das Tierwohl. Es gibt aber dabei noch mehr zu bedenken und das muss letztendlich jeder für sich selbst abwägen. Ob du dich für Fischöl oder Algenöl entscheidest, das sollte in meinen Augen viel eher davon abhängen, was dein Körper eigentlich braucht. Also welche Omega-3-Fettsäuren ihm genau fehlen. Und die entscheidende Frage ist in meinen Augen deshalb nicht Fischöl oder Algenöl, sondern was brauchst du? Brauchst du mehr EPA oder mehr DHA? EPA wirkt besonders stark gegen Entzündungen und DHA ist wichtig fürs Gehirn, für die Nerven, für die Sehkraft. Die allermeisten Algenöle enthalten mehr DHA als EPA. Aber in meiner Omega-3-Beratung, da sehe ich eigentlich immer einen größeren Mangel an EPA. Und deshalb empfehle ich in erster Linie ein Produkt mit einem hohen Anteil an EPA, wenn die Analyse diesen Mangel zeigt. Und bis vor kurzem gab es eigentlich nur Fischöle mit viel EPA, was ich dann auch empfohlen habe. Das hat sich aber nun geändert, denn Norsan, ein Anbieter für Omega-3-Produkte, der hat ein neues Algenöl mit einem hohen EPA-Anteil auf den Markt gebracht. Das gibt es nicht oft, Algenöle mit viel EPA. Und so kann man sich jetzt also nicht nur wegen der Frische für das Algenöl entscheiden, sondern damit auch noch perfekt seinen Bedarf decken. Wenn da nicht noch ein weiterer Punkt wäre, der für die allermeisten auch eine große Rolle spielen dürfte, nämlich die Kosten. Algenöle sind teurer als Fischöle und besonders dieses neue Algenöl mit hohem EPA hat wirklich einen stolzen Preis. Ich finde die vegane Option natürlich auch verlockend.
Aber für insgesamt 4 Personen hier bei uns ist das auf Dauer für mich einfach nicht machbar. Da bin ich ganz ehrlich. Deshalb nutze ich größtenteils das Fischöl von Norsan. Meistens ist es das Omega-3 Total. Das hat viel EPA. Und die Produkte von Norsan, die sind laborgeprüft, die stammen aus Wildfang und die sind schwermetallgereinigt. Ich komme damit sehr gut klar. Und falls du dir mal ein Bild über die Fisch- und Algenöle von Norsan machen möchtest, findest du einen Link in der Beschreibung mit 15% Rabattcode für deine erste Bestellung. Ja, nun ist natürlich die Frage, brauchst du mehr DHA oder mehr EPA? Wenn du dir nicht sicher bist, was deinem Körper wirklich fehlt, genau da hilft ein Test. Der zeigt dir ganz genau, wo du stehst. Und viele denken ja, man müsste dafür extra zum Arzt gehen, aber das geht auch ganz bequem von zu Hause. Ich arbeite mit einem spezialisierten Labor zusammen, das mir Testkits zur Verfügung stellt, und ich berate dich persönlich auch bei der Auswertung deiner Analyse. Das Ganze, also Test plus Gespräch, ist bei mir meist günstiger als der Weg über die Arztpraxis, denn dort ist das fast immer eine Privatleistung. Also machen sowieso normale Hausärzte eher gar nicht, sondern da muss man sich einen Privatarzt suchen. Ja, wie funktioniert das bei mir? Du bekommst das Set von mir per Post. Da gibst du ein paar Tropfen Blut aus deinem Finger auf ein Trägerpapier, schickst es im frankierten Rückumschlag direkt ans Labor und alles, was du brauchst, ist im Set dabei. Und diese sogenannte Trockenblutanalyse, die ist laut Labor ein bisschen weniger präzise als das Venenblut aus der Arztpraxis, liefert aber einen sehr guten Richtwert. Und das reicht eigentlich völlig aus, um die eigene Versorgung einzuschätzen und dann auch gezielt zu verbessern natürlich. Wenn du also herausfinden willst, wie es bei dir aussieht, ich begleite dich gern. Den Link zum Test mit persönlicher Beratung, weißt du schon, findest du in der Videobeschreibung. Also nochmal zusammengefasst. Achte auf Qualität und Dosierung, sonst bringt das Ganze nichts. Und nimm es richtig ein, mit Mahlzeit, regelmäßig und langfristig. Und finde am besten heraus, ob du einen Mangel hast und welche Omega-3-Fettsäuren du wirklich brauchst, denn nicht jeder braucht dasselbe. Dann kann Omega-3 dir vielleicht auch bei deinen Schmerzen und bei weiteren Symptomen helfen. Vorhin hatte ich ja schon eine Studie angesprochen, die deutliche Verbesserungen bei Fibromyalgie-Schmerzen gezeigt hat. Und falls du das Video dazu von mir noch nicht kennst, ich kann es dir wirklich weiterempfehlen, dann schau da unbedingt mal rein. Danke, dass du dabei warst und bis bald.